Hallihallo, willkommen in Mostar. Heute scheint wieder die Sonne, allerdings ist es doch ziemlich frisch. Ich bin heute an meinem Geburtstag mit Nico und Marc unterwegs. Nico ist nebenberuflich auch Motorradguide und hat für uns eine erlebnisreiche Strecke ausgesucht. Sozusagen mein Geburtstagsgeschenk, und ich kann so viel verraten, es war einfach nur klasse. Etwas Sightseeing zu einem der nationalen Denkmäler Bosniens und dann ab in die Berge mit vielen kleinen Straßen und Offroad-Kilometern. Dieser Tag war ganz sicher ein Highlight meiner Reise. Als erstes fahren wir zu einem Aussichtspunkt namens Fortica Hill über der Stadt, den wir schon gestern Abend aus der Stadt gesehen haben. Wie im letzten Video zu sehen, haben wir uns gestern in Mostar getroffen und haben dann die Altstadt erkundet. Mostar ist wirklich sehenswert. Oben am Fortica Hill gibt es eine spektakuläre Aussicht auf die Berge und die Stadt. Sogar einen Skywalk gibt es. Aus irgendeinem Grund hatte sich Nikos Navi aufgehängt und ich bin vorne weggefahren. Nächster Wegpunkt ist eine der Hauptattraktionen Bosniens, die ich gar nicht auf den Schirm hatte. Übrigens, das hinter mir ist kein Komet auf Kollisionskurs, sondern Nico hat neue Lichter am Motorrad. Die hat er versehentlich eingeschaltet und ja, die können was, die blenden den Gegenverkehr sogar am Tag. Auf der linken Seite sieht man die mittelalterliche Festungsanlage Stjepangrad oder auch Stari Grad Blagaj. Dazu gehörte auch eine befestigte Siedlung, daher Stari Grad Blagaj, also alte Stadt Blagaj. Das ist aber nicht unser Ziel. Unser Ziel befindet sich auf der anderen Seite der Festung unterhalb einer 200 Meter hohen Felswand, nämlich die Quelle der Buna und das Derwischkloster Blagaj Tekja. Hier ist man sehr freundlich zu Mopedfahrern. Am großen Parkplatz wurden wir weitergewunken, sodass wir weiter reingefahren sind. Dann kommen noch ein paar Parkplätze für Behinderte, aber auch hier wurde uns angezeigt, dass wir weiterfahren sollen. So haben wir die ganze Touri-Souvenirmeile überspringen können und sind bis zum Eingang gefahren. Direkt an der Felswand, wo der Fluss Buna aus dem Berg tritt, klebt dieses Kloster, die Tekja von Blagaj. Ein Derwischkloster, fast 600 Jahre alt, gegründet im 15. Jahrhundert zur Zeit der Osmanen. Hier lebten und beteten Sufis. Das sind Anhänger einer mystischen Strömung des Islams, die sich weniger für Dogmen interessiert und mehr für das Innere. Ihre Lehre heißt die Einheit des Seins. Die Derwische suchten die Nähe zu Gott durch Musik, Meditation und das berühmte Drehen. Dieser Ort ist nur noch ein Museum. Generell ist eine Tekja oder auch Tekke ein Rückzugsort für Mitglieder des Sufi-Ordens und spirituelles Zentrum ohne viel Luxus. Hier wird meditiert, gesungen, getrommelt und gebetet. Ich bin ja so ein Naturliebhaber und tatsächlich hat mich die Quelle mehr fasziniert wie das Kloster. Ja, hier trifft schon Spiritualität auf Naturgewalten. Das Rauschen der Quelle ist wie so ein ständiges Mantra. Also auch kein Wunder, dass sich die Derwische genau hier niedergelassen haben. Aber direkt neben dem Kloster rauscht eben die Buna aus dem Fels und das ist eine Karstquelle, wie sie sonst kaum irgendwo vorkommt. Mit bis zu 123.000 Litern pro Sekunde zählt sie zu den stärksten Quellen Europas. Selbst im Sommer, wenn andere Flüsse müde plätschern, schießt die Buna mit eiskalten 8 Grad aus ihrer Höhle unter der 200 Meter hohen Felswand. Das Wasser kommt aus dem unterirdischen Karstsystem, das sich tief ins Dinarische Gebirge zieht. Ein geologisches Labyrinth, das bis heute nicht vollständig erforscht ist. Entlang der Buna gibt es viele Restaurants, die durch Brücken über eine Vielzahl von kleinen Kanälen verbunden sind. Schon sehr idyllisch. Aber bei der Anzahl an Restaurants möchte ich hier nicht in der Hauptreisezeit sein. Wir verlassen jetzt den Touristen-Hotspot. Und Nico übernimmt wieder die Führung, sein Navi hat sich vom Schluckauf erholt. Unser Ziel sind die Berge südlich von Mostar. Fragt mich nicht, wo genau wir lang gefahren sind. Ich bin Nico einfach hinterher. Lasset die Spiele beginnen. Wir haben den Asphalt verlassen und los geht die Gaudi. Da nehme ich euch jetzt mit. Wake up, light is breaking through.
Take my hand, let's chase the breeze. Turn the moments into memories. Every laugh is a melody. This is where we're meant to be. No more waiting. Let the music play. We've got forever. Nothing. Scheiße. Und wohin jetzt? Langt, oder? Langt. Oben auf dem Hochplateau ist man umgeben von dieser doch recht kargen Gegend. Aber jetzt erstmal eine Pause und auf meinem Sitz vom Moped haben wir unser Buffet aufgebaut. Jeder hatte was dabei, ein 3-Gang-Menü in der Natur. Noch ein Erinnerungsfoto und weiter auf dem Weg kam dann noch dieser Kodak Point. Auf dem weiteren Weg gab es immer wieder schöne Aussichten, wo man mal kurz stoppt. Way down, low down, knee deep, knee deep, knee deep, deep inside. Deep inside. Deep inside, way down, low down, knee deep, knee deep, knee deep. Die Straßen bieten so einiges an Überraschungen. Tiefster Schotter und plötzlich statt einer der Holzbrücken eine Stahlbetonbrücke wie bei einer normalen Straße mit toller Aussicht. Deep inside, Wir sind dann irgendwo bei Končíc aus den Bergen herausgefallen. Am Stausee Jablanicko entlang gefahren und sind jetzt im Tal der Neretva auf dem Weg zurück nach Mostar. Insgesamt waren wir bestimmt 5 bis 6 Stunden Offroad unterwegs. Ich hab's auch in den Armen gespürt. Und jetzt fahren wir wie im Western in den Sonnenuntergang und freuen uns auf unser Abendessen. In der Altstadt mit Blick auf die Brücke haben wir dann meinen Geburtstag noch mit einem üppigen Mahl gefeiert. Was für ein toller Tag. Dank geht raus an Marc und Nico. Lasst gern ein Like da und gebt mir auch gerne Feedback.